Ja, hallo und herzlich willkommen in diesem neuen Video auf meinem Kanal. Mein Name ist Florian, aka Cyrahe von cyrahepiano.de. Was ihr eben gehört habt, solltet ihr kennen, ist die Main Theme, kann man sagen, von Fluch der Karibik, Pirates of the Caribbean. He's a Pirate. Hat, denke ich, jeder von euch schon mal gehört. Spielt sich super, super cool auf dem Klavier, klingt klasse auf dem Klavier und ist auch eins meiner absoluten Lieblingsstücke. Und ich möchte euch in diesem kleinen Piano-Tutorial hier mal zeigen, wie ihr dieses Intro, ne, also diesen Anfang von He's a Pirate, dieses ikonische, wie ihr das auf dem Klavier spielen könnt, lernen könnt, das zu spielen. Und ich werde dieses Tutorial in zwei Parts aufteilen. Also im heutigen ersten Part zeige ich euch, wie ihr die rechte Hand auf dem Klavier spielen könnt, also was die rechte Hand spielt. Und im nächsten Part nehmen wir dann die linke Hand mit dazu und spielen dann auch beide Hände zusammen. Beziehungsweise zeige ich euch dann noch ein kleines Intro davor, aber das kommt dann im zweiten Part. Ja, so viel erstmal dazu. Ich hoffe, ihr habt viel Spaß hier mit diesem Tutorial mit Pirates of the Caribbean. Und falls ihr noch mehr Interesse habt an meinen Content, dann schaut mal unten in der Videobeschreibung, da findet ihr meinen kostenlosen Piano-Crash-Kurs, wo ich euch völlig kostenlos zeige, wie ihr in 10 Grundschritten hier das Klavierspielen ganz einfach erlernen könnt. Dann würde ich sagen, ja, wir starten mal direkt ins Tutorial. Viel Spaß beim Video und viel Spaß beim Klavierspielen. Ja, dann würde ich sagen, wir starten direkt mit der rechten Hand und ich würde das Ganze mal in drei Parts komplett aufteilen und spiele jetzt erstmal den ersten Part, den gucken wir uns in Ruhe an und dann die beiden anderen Parts. Also Part 1, es fängt an hier mit d-Moll und zwar wie folgt. Das ist der erste Teil. Natürlich das Ganze dann, wenn wir es soweit dann richtig spielen, wenn wir es geübt haben, deutlich schneller. Ne? Das ist ja gerade das Interessante hier an diesem Song. Ne? Dieses das geht, dass es ein bisschen schneller geht, aber für den Anfang machen wir es natürlich ganz langsam. Deswegen habe ich es langsam vorgespielt. Okay, wir starten also mit d-Moll. Das ist der erste Akkord und schlagen an. A, C und dann d-Moll in der zweiten Umkehrung, ne? Das wäre der Grundakkord d-Moll. Das ist auch d-Moll in der zweiten Umkehrung. Was Umkehrungen sind, habe ich euch hier oben mal ein Video verlinkt. Gerne mal reinschauen. Wichtig ist also d-Moll. Ne? Fingerhaltung auch so am besten, ja, dass wir wirklich hier die ganze Spannweite nutzen können. Also dass wir hier unten mit dem Daumen auf dem F sind und hier oben also mit dem kleinen Finger auf dem D. Und dann A, C, D-Moll, D-Moll, A, C, D-Moll, D-Moll, ja? Das ist auch dieser Rhythmus, der wird sich immer wieder wiederholen, ne? Das merken wir gleich, ja? Denn hier geht es jetzt hier oben weiter. Selbes Prinzip, ne? Wieder, wir schlagen erst zwei Töne an und dann den Akkord, nämlich hier jetzt das D und das E. Und dann spielen wir B-Dur. Das ist ganz einfach B-Dur in der Grundhaltung, Grundakkord. Ja, B, D und F. Und auch das können wir wieder üben, ne? D, E, B-Dur, B-Dur, ja? Ist natürlich ein bisschen schwieriger, weil die Töne jetzt hier zwischen den schwarzen Tasten liegen. Ich mache es dann immer so, dass ich also richtig so reingreife mit dem Zeigefinger hier auf dem D bin und dann hier auch den Mittelfinger, ne, für dieses E habe. Und dann hier, gut, man könnte es jetzt auch mit dem kleinen Finger machen, das ist mir dann aber doch zu krampfig. Also dann mache ich es hier mit dem Ringfinger. Ich schlage den Ringfinger hier das F an. So viel erstmal dazu, ne? Also dann können wir die beiden Abschnitte mal üben, dass du erstmal ein Gefühl kriegst. Ja. Also gerne, wenn du einen Abschnitt geübt hast, den anderen Abschnitt geübt hast, dann auch mal beide zusammen. Damit wir hier, ja, diese Übergänge auch üben, ne? Dass wir jetzt hier also hier zum D springen. Das werde ich jetzt nicht immer noch mal dazu sagen, aber es ist ganz wichtig, dass es natürlich klar ist, dass du jetzt nicht alles in der Geschwindigkeit sofort mitspielen musst, sondern üb erstmal diese einzelnen Abschnitte und dann auch die Abschnitte untereinander. Das ist ja ganz klar, ne?
Nur so kannst du es dir wirklich einprägen, also wirklich solche Abschnitte 100 Mal wiederholen, bis du es ohne Probleme spielen kannst. Okay, also D-Moll, B-Dur, jetzt geht's weiter. Ja, jetzt spielen wir hier. Ganz wichtig deswegen, dass wir hier schon mit dem Ringfinger und dem Kleinfinger so lagen. Spielen wir hier das F und das G und springen hier zum A-Moll. A-Moll ist das, ja? Also F, G, A-Moll. Kann man jetzt so anschlagen, wie man möchte. Hauptsache der Daumen ist hier unten auf dem A. Ja? Wir versuchen natürlich immer, die Bewegungen der Hand so gering wie möglich zu halten, damit wir dann auch schneller spielen können, was bei diesem Stück ja besonders wichtig ist, dass wir es dann schnell spielen können. Und dann ist das hier der 4. Akkord. Den kennen wir schon, das ist wieder D-Moll. Du siehst, ich schlage nicht so an, sondern schlage inzwischen zuerst hier F-Dur an, aber eigentlich ist es nur ja, der gebrochene D-Moll-Akkord. Wir schlagen also nur ganz kurz hier das C an, gehen hier sofort auf das D runter. Ja? Okay. Das ist der erste Abschnitt. Das gerne erstmal so weit wiederholen, ja? Bis du das so spielen kannst. Hier erstmal an der Stelle einen Cut, ne? Üb erstmal diesen ersten Abschnitt. Dann kommt Abschnitt Nummer 2. Geht ähnlich los, also fast identisch. Aber jetzt, hier ist der Unterschied. Jetzt schlagen wir hier B-Dur an. Ne? Vorher hatten wir D-Moll. Wir gehen hier hoch zum B. Ja? B-Dur. Ja. Wieder davor, ne? Also hier A und C, voranschlagen und dann schön hier B-Dur zweimal. Ja. Also B-Dur, nochmal. A natürlich, C und dann B-Dur zweimal anschlagen. Jetzt gehen wir weiter. Und schlagen F-Dur an, F-Dur hier in der zweiten Umkehrung. A, C und F. Am besten so hier, das heißt Mittelfinger und Ringfinger schlagen das D und das E an, wie vorher auch in dem vorigen Abschnitt, aber jetzt halt hier schön. Vorher hatten wir B-Dur, jetzt spielen wir hier F-Dur. Okay, auch wieder so, ne? Zweimal die Töne vorher anschlagen. Also den einen Ton, den anderen Ton vorher anschlagen und dann den Akkord. Nochmal. Ja. F-Dur. Auch wieder üben, Überabschnitte üben, ja. Wie vorher auch. Auch wieder F, G, aber jetzt C-Dur. Vorher hatten wir A-Moll, C-Dur jetzt. Würde ich auch von der Fingerhaltung so machen, ne? Daumen hier auf dem G, dann Zeigefinger auf dem C und Ringfinger hier auf dem E. Das wieder üben erstmal und dann wieder D, C und D-Moll. Diesmal ne, machen wir es nicht so, sondern schlagen direkt D-Moll an. Also ähnlich wie im ersten Abschnitt. Das ist also Abschnitt Nummer 2 auf der rechten Hand. Auch den wieder üben. Ich spiele ihn dir auch nochmal langsamer und dann schneller vor. Das wäre jetzt ein bisschen langsamer und schneller.
Das wäre ein bisschen schneller dann, ja? Also wirklich aber erstmal langsam üben, sauber und dann kannst du schneller werden. Und jetzt kommt der dritte Abschnitt, in meiner Aufteilung zumindest hier, dieses Intros von He's a Pirate. Und zwar spielt die rechte Hand dann Folgendes. Das kennen wir schon, also es startet erstmal wieder wie im ersten Abschnitt mit diesem D-Moll, ne, der gespielt wird, nachdem hier das A und das C angeschlagen wurden. Also bis dahin gleich. Jetzt geht es aber hier weiter. Und zwar schlagen wir jetzt nicht hier das D und das E an, sondern das D und das F. Und spielen dann hier B, D und das G. Auch hier wieder darauf achten, ne, dass du die richtige Fingerhaltung hast, dass du das jetzt hinkriegst, hier zwischen diesen schwarzen Tasten zu spielen. Und dann auch wieder D und E, D und F, Entschuldigung, D und F und dann zweimal hier den Akkord. Okay. Also nochmal. Bis dahin, jetzt geht's weiter. Wir steigern uns also, ne? Also jetzt eine musikalische Steigerung. Wir gehen weiter nach oben. Und zwar jetzt hier mit dem Zeigefinger am besten, weil hier unten brauchen wir den Daumen. Das G, das A und dann wieder G-Moll. Aber jetzt G-Moll hier in der zweiten Umkehrung. Ne, das hier war G-Moll in der ersten Umkehrung. Also wir spielen eigentlich so, ne? Und jetzt G-Moll in der zweiten Umkehrung. Ja. D, G und das B. Achtung, jetzt geht's weiter. Jetzt gehen wir wieder runter. Ringfinger auf dem A, Mittelfinger auf dem G und dann spielen wir D-Moll versetzt. Also erst F und A gleichzeitig und danach hier das D. In diesem Rhythmus. Ja? Nochmal beides zusammen. Nochmal. Okay. Dann geht's weiter. Hatten wir schon. Jetzt spielen wir wieder B-Dur. Ja, das kennen wir schon. Dann mit dem Mittelfinger am besten hier das G und dann nochmal, ja, was wir eben schon hatten, F, A und D, also nochmal D-Moll versetzt. Und dann zu guter Letzt ist das hier der letzte Part, ja? Also was spielen wir? D, F, dann zweimal A-Dur ist das hier, ne? Zweimal A-Dur. A, Cis und das E. Ja. Und wieder F, D und nochmal das A-Dur hier, ne? Also nochmal A-Dur. Und das ist es schon. Das ist die ganze Melodie auf der rechten Hand. Man kann natürlich dann, das würde jetzt suggerieren, es geht weiter, ne? Du hörst ja jetzt hier noch offen. Es ist kein Ende in der Musik, ne? Also jetzt würde weitergespielt werden. Wenn du an dieser Stelle aufhören willst, kannst du natürlich auch das machen. Kannst also hier, ne, oder so auf dem D enden. Ja, da hörst du ja den Unterschied, ne? Hier ist noch offen. Und dann D, Cis, D.
Das, wenn wir das Stück an der Stelle beenden wollen, ne? Aber in der Regel ist es ja so hier, ja? Und das ist schon der ganze Part der rechten Hand. Es ist nicht ganz so einfach, ja. Es ist jetzt auch nichts, wo ich sagen würde, das kann jetzt sofort jeder blutige Anfänger spielen. Es ist schon ein bisschen kniffliger, ne? Wir greifen hier schon, ja, hier die Akkorde so, ne? Das muss man auch erstmal hinkriegen. Und dann vor allem zusammen mit der linken Hand wird es natürlich dann noch kniffliger. Deswegen, also wenn dir das Ganze jetzt ein bisschen zu schnell ging, dann such dir die Abschnitte raus, die du noch nicht so gut kannst und schau dir die wirklich nochmal in Ruhe an. Geh nochmal im Video zurück, spiel das Video auch gerne in 0,5-facher Geschwindigkeit ab, spul nochmal zurück. Das mache ich auch, wenn ich neue Sachen lerne, wenn ich mir von anderen Pianisten da was abgucke. Gar kein Problem. Also guck dir es nochmal in Ruhe an. Ne? Du musst jetzt nicht sofort alles schon können und hier mit dem Video mit dabei sein. Ja, wenn es zu schnell ging, dann geh nochmal zurück und guck dir es nochmal in Ruhe an. Ich würde sagen, ich spiele jetzt nochmal langsam komplett vor, was die rechte Hand spielt und dann kannst du ja auch nochmal in Ruhe dir das Ganze dann anschauen und selber üben, okay? Also wir fangen hier an bei D-Moll, B-Dur, A-Moll, D-Moll. Dann geht's weiter. E-Dur, F-Dur, C-Dur und wieder D-Moll. Das war der zweite Abschnitt. Und der dritte Abschnitt, D-Moll, G-Moll, nochmal G-Moll, D-Moll, B-Dur, D-Moll und dann A-Dur und nochmal A-Dur. Beziehungsweise A-Dur und wir enden auf dem D. Ja, wirklich, also üb das Ganze erstmal ganz in Ruhe, bis du das soweit super spielen kannst und auch sauber spielen kannst und auch schneller spielen kannst, denn das Stück wird sehr schnell gespielt. Das ist die Schwierigkeit hier vor allem, dass man auch beim schnellen Spiel das Ganze sauber spielen kann. Ist in dem Sinne auch wieder eine super Übung, um das Ganze mal zu trainieren, also um diese Herausforderung hier zu bewältigen, dann auch zu lernen, schnell am Klavier und sauber zu spielen. Und was du natürlich auch machen kannst, du kannst natürlich dann auch mal in anderen Tonhöhen spielen. Ja? Also kannst dann hier auch mal eine Oktave höher spielen. Denn wenn du dir das Original von mir anhörst, das habe ich auch gemacht, dass ich dann also nach dem ersten Abschnitt der rechten Hand hier noch eine Stufe höher gespielt habe, ne? Dass sich dann also hier die Musik noch steigert. Okay, ja, und das war's schon hier erstmal mit dem ersten Part von He is a Pirate, dem Piano-Tutorial auf der rechten Hand. In dem nächsten Part zeige ich dir dann die linke Hand und was die linke Hand spielt. Und dann nehmen wir auch mal beide Hände zusammen. Da wird es dann schon ganz schön knifflig. Da solltest du dann auch wirklich die rechte Hand drauf haben, damit du da nicht durcheinander kommst. Also empfehle ich dir, schau dir das hier erstmal in Ruhe an, üb das. Du hast alle Zeit der Welt. Du musst hier nicht das innerhalb von, weiß ich nicht, einer Stunde schon können, sondern nimm dir da ruhig die Zeit, guck dir das alles in Ruhe an. Und dann wird das schon und es lohnt sich. Also es ist wirklich ein richtig geile Melodie auf dem Klavier, die man auch sehr, sehr cool anderen, seinen Freunden, seiner Familie vorspielen kann. Also es lohnt sich auf jeden Fall und ich hoffe natürlich, dass du das hinbekommst und dann auch hier so schön, also diese Melodie erstmal vor allem auf der rechten Hand spielen kannst. Okay, das war's mit diesem Video. Viel, viel Spaß beim Üben, beim Klavierspielen und wir sehen uns dann hoffentlich auch in Part 2 wieder. Bis dahin und dir noch eine wunderschöne Woche.